In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einer normalen Siebträgermaschine für zu Hause perfekten, feinporigen Milchschaum für Latte Art machen kannst. Ich verwende dafür einen normalen Zweikreiser. Okay, fangen wir an. Zuerst machst du dir einen Espresso und füllst die Milch ins Milchkännchen bis kurz unter die Tülle. Achte dabei darauf, dass die Milch so kalt wie möglich ist, am besten frisch aus dem Kühlschrank. Dampfe danach die Dampflanze kurz aus, um das Kondenswasser, das sich darin gesammelt hat, rauszubekommen, und klappe sie dann ungefähr im 45 Grad Winkel gerade zu dir heraus. Nun tauchst du die Dampflanze mittig in die Milch ein. Probier mal die Tülle des Kännchens dabei an die Lanze zu stützen, das gibt eine ganz gute Führung. Dann klappst du das Unterteil des Kännchens ein bisschen nach links und die Lanze wandert so auf dieser mittleren Linie einen Tick nach rechts. Sie sollte sich nun circa ein Drittel vom Außenrand des Kännchens befinden. Okay, nochmal. Die Lanze mittig eintauchen und das Kännchen nach links kippen. Achte jetzt darauf, dass die Düse ungefähr zur Hälfte in die Milch eingetaucht ist und zur Hälfte rausschaut. Ich orientiere mich dabei ganz gerne an dieser Linie überhalb der Düse. Wenn du jetzt den Dampf einschaltest, solltest du das Kännchen auf keinen Fall bewegen. Es müsste eigentlich alles passen, dass gleich diese Wirbelbewegung beginnt. Die Milch sich also wie in einem Whirlpool dreht. Zudem müsste jetzt dieses kratzende Geräusch zu hören sein, was so klingt, wie wenn man Papier zerreißt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Luft in die Milch eingesogen wird. Wir befinden uns gerade in der Ziehphase. Wenn wir nach ein paar Sekunden genug Luft integriert haben, gehen wir mit dem Kännchen 1 bis 2 mm nach oben. Einfach gerade nach oben, keine Rotation oder ähnliches. Das Kratzen hört dann auf und es kommt keine weitere Luft in die Milch. Die Wirbelbewegung sollte dabei unbedingt unverändert weitergehen. Jetzt befinden wir uns in der sogenannten Rollphase. Hier wird die eingesogene Luft bzw. die Luftbläschen durch die Wirbelbewegung immer weiter verkleinert und in die Milch eingearbeitet. So entsteht dieser feinporige und cremige Milchschaum, den wir für Latte Art brauchen. Wenn du das Kännchen gerade noch so halten kannst, bevor es weh tut, ist die Milch heiß genug. Schalte den Dampf aus und achte darauf, jetzt die Düse nicht zu früh aus der Milch herauszuziehen, da sonst neue Luftblasen entstehen können. Jetzt die Lanze abwischen und nochmal kurz ausdampfen, damit keine Reste der Milch in der Lanze bleiben. Die Milch sollte nun seidig und glänzig aussehen, wie frische weiße Farbe. Solltest du ein paar große Blasen auf der Oberfläche haben, kein Problem. Einfach das Kännchen kurz auf die Arbeitsplatte klopfen und die Milch in der Kanne kreisen lassen. Hier siehst du nochmal die Textur der Milch, wie es sein sollte. Schön seidig und cremig und man erkennt keinen wirklichen Übergang zwischen Schaum und Flüssigkeit. Hier der ganze Vorgang nochmal in normaler Geschwindigkeit. Den Zeitpunkt, wann man von der Zieh- in die Rollphase übergehen soll, bekommt man mit der Zeit ganz gut ins Gefühl. Es hängt zudem von der jeweiligen Maschine auch ab. Ein guter Anhaltspunkt ist, dass die Milch nach dem Schäumen ungefähr 1 cm höher im Kännchen sein sollte als vorher. Noch ein Tipp für den Anfang. Du kannst die Lanze auch etwas tiefer in die Milch stecken, dann den Dampf einschalten und nach das Kännchen vorsichtig nach unten bewegen, um sich an den perfekten Punkt heranzutasten. Hier noch kurz Abhilfe zu 2 möglichen Problemen. Wenn es zu Beginn des Schäumens so klingt, wird keine Luft eingesogen. Du solltest mit dem Kännchen auf jeden Fall nach unten gehen. Und wenn es so klingt bzw. so aussieht, wird viel zu viel und viel zu schnell Luft eingesogen. Dann solltest du so schnell wie möglich mit dem Kännchen etwas nach oben gehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn du kein weiteres meiner Latte Art Videos verpassen möchtest, abonniere doch einfach meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.